Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode des Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes. Ja, wir kehren wieder zurück nach Sparta und schauen mal, was von uns erwartet wird und welche Ziele wir erreichen müssen. Der Herrscher dieser Emporkömmlinge, die den schwachen Städten im Osten so viel Ärger gemacht haben, hat sich endlich offenbart. Er nennt sich Darius, König von Persien, und ist ein rechter Witzbold. Er hat verkünden lassen, dass er Sparta und den Rest von Griechenland für sich fordert. Allein die eigene Überlegenheit zu verkünden, mag Trunkenbolde wie die Eretrier in die Knie zwingen. Aber uns lässt diese alberne kleine List kalt. Ich weiß nicht, warum wir da überhaupt hineingezogen wurden. Es ist schließlich ganz allein Athens Problem. Die Athener haben in Ionien einen Aufstand angezettelt und nun, wo Darius sie angreift, wird ihnen klar, dass sie den Mund zu voll genommen haben. Habgier zahlt sich eben nicht aus. Hipponax von Korinth freilich denkt in den richtigen Bahnen. Er plant einen Großangriff auf Sardis, die Hauptstadt dieser persischen Barbaren. Die dritte Episode dieses Abenteuers trägt den Namen Krieg gegen Persien. Und wir haben hier viele Parallelen zu unserem Abenteuer Athen im Wandel der Zeit. Letztendlich spielen wir hier jetzt den Gegenpart, nämlich Sparta zu Athen. Ja, und der Krieg gegen Persien ist ausgebrochen und wir werden mit eingezogen. Die Ziele sind, dass wir 20 Stränge Wolle für die Kolonie und 20 Weizengarben für die Kolonie zur Verfügung stellen müssen. Ja, und unsere Stadt muss nun 2 Heiligtümer besitzen und 80 Personen müssen in der Wohnung der Kategorie Wohnsitz oder besser leben. Das heißt, wir werden unsere ersten gehobenen Wohnungen etablieren müssen. Ja, einiges, was uns jetzt bevorsteht, und wir werden wahrscheinlich uns und unsere Stadt gegen die Angriffe der Perser schützen müssen. Gut, kehren wir zurück nach Sparta. Obligatorisch gehen wir natürlich in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der zweiten Episode haben wir hier das Heiligtum des Ares errichtet und Bildhauerateliers gebaut, um Skulpturen zu produzieren und zu verkaufen. Wir haben hier den Stadtpalast direkt neben dem Heiligtum und hier an diesem Fluss unsere Handelsposten von unseren Verbündeten. Ja, wir produzieren hier jede Menge Weizen auf diesem Plateau, wo wir fruchtbares Gebiet haben. Ja, und Weizen verkaufen wir auch im großen Stil. Schauen wir mal kurz in die Bauoption, ob sich irgendwas geändert hat. Also hier bei Bevölkerung können wir auf jeden Fall jetzt die gehobenen Wohnungen bauen. Bei der Landwirtschaft hat sich nichts geändert. Nein, Weizenfarmen und Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Werkstätten jetzt neben dem Bildhaueratelier auch die Olivenpresse und die Kelterei. Bei Vertrieb ist alles so geblieben und auch bei Gesundheit und Sicherheit, bei Verwaltung auch, bei der Kultur auch. Da können wir jetzt das Stadion errichten, das konnten wir glaube ich aber auch vorher schon. Bei Mythologie können wir weiterhin das Orakel des Apolls, den Tiergarten der Artemis und die Schmiede des Hephaistos errichten. Ja, und bei Militär können wir weiterhin unsere Stadt befestigen mit allen Bauoptionen. Und bei den Militärwerkstätten können wir jetzt neben der Waffenschmiede auch den Pferdehof errichten. Ja, und wir haben bei Ästhetik auch die ersten Denkmäler. Die brauchen wir wahrscheinlich für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Gut, ja, gucken wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. In der zweiten Episode haben wir unseren Rivalen Olympia besiegt, der nun Vasall ist. Und wir kriegen von Olympia 10 Olivenkrüge jährlich. Deswegen können wir jetzt auch Olivenöl herstellen. Olympia verkauft uns auch Olivenöl und Oliven und Wolle und kauft Marmor. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Wir haben Korinth, kauft Skulpturen, Olivenöl und Wein und verkauft Wolle. Wir haben Athen, kauft Weizen und Wein und verkauft Marmor und Olivenöl.
Marathon kauft Wolle und Rüstung und verkauft Weizen und Wein. Thermopylae kauft Weizen und Oliven, verkauft Fisch und Bronze. Ja, und wir haben noch Phönicia, kauft Wolle und verkauft uns Holz, Bronze und Skulpturen. Ja, und als Rivalen haben wir jetzt Neu-Sardis. Die Perserstadt in Kleinasien braucht Olivenöl und produziert Holz, Bronze und Skulpturen. Ja, und wir haben noch Amphipolis als Rivalen, der Wolle und Wein braucht und Holz und Marmor produziert. Eretria braucht nur Wolle und Olivenöl. Und Delos braucht Holz und Olivenöl und produziert Fisch und Trauben. Gut. Ja, weiterhin können wir Skulpturen und Weizen verkaufen und wir können auch Rüstung verkaufen. Die brauchen wir aber, glaube ich, jetzt erstmal für unsere gehobenen Wohnungen. Gut, Pausenmodus aufheben. Was machen wir als erstes? Wir gucken nochmal kurz nach dem Arbeitsmarkt. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Bevor wir jetzt das zweite Heiligtum bauen, möchte ich gerne unser zweites Wohngebiet errichten. Und das kommt hier in diesem Bereich hin. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass hier unser zweites Heiligtum aufgebaut wird. Gut, ja, und dann würde ich sagen, bauen wir auch das zweite Wohngebiet jetzt auf. Ja, wir haben jetzt hier unser zweites Wohngebiet aufgebaut. Es ist natürlich genauso aufgebaut wie das erste. Ja, und wir können den Pausenmodus jetzt auch aufheben. Wir werden jetzt hier nur ein paar Parzellen ausweisen. Noch nicht so viele, weil wir haben ja genug Arbeitslose. So, ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. Ja komm, machen wir das hier auch noch. Diese Seite hier. So, und wir haben auch die Basics errichtet, Architekt und auch 2 Brunnen. Wir errichten jetzt hier auch das Silo natürlich. Das kann hier hin. So, und das kann jetzt mal Weizen fordern. Also haben wir 12 Einheiten. Fisch braucht hier nicht angenommen zu werden. Ja, und dann bauen wir nochmal 2 Jagdhöfe hier auf. So, und natürlich auch dann noch einen Architekten hier. Und wieder nicht die Sperren vergessen. So, damit sollte jetzt eigentlich alles gesichert sein. Ja, und da kommt auch schon Weizen. Das ist nämlich gerade geerntet worden. Ja, das gefällt mir jetzt soweit ganz gut. Dann haben wir jetzt hier noch unser zweites Wohngebiet und können uns jetzt mit dem zweiten Heiligtum beschäftigen. Ja, dafür werden wir hier mal die Straße so vervollständigen, dass wir hier wieder ein Feld haben, wo unser zweites Heiligtum hinkommt. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Ja, und Apoll ist schon in der Stadt, macht Werbung, aber ich denke mir mal, wir werden nicht das Heiligtum für Apoll bauen. Interessant wäre der Tiergarten der Artemis, da hätten wir 2 Kompanien Amazonenkämpferinnen und die Schmiede des Hephaistos, da dieses Heiligtum kupfererzhaltiges Gestein besitzt. Ja, und ich will, glaube ich, mit der Schmiede beginnen, dann können wir nämlich Bronze selber herstellen und die Ressourcen sind auch weniger als bei dem Tiergarten der Artemis. Gut, dann brauchen wir jetzt Marmor, 13 Platten. Die können wir hier bei Athen einkaufen. Ja, stellen wir mal direkt auf 13 Platten ein. Ja, dann eben 16. So, ich glaube, dieses Warenlager war für Marmor eingestellt. Nein, Skulpturen und Bronze. Okay, dann ist das hier für Marmor. Ja, genau. Das ist für Marmor eingestellt. Sehr gut. Da gehen wir aber jetzt auf Annehmen. Gut, könnten wir bei Athen eigentlich Marmor fordern? Schauen wir mal. Oh ja, das geht. Das tun wir. Sehr gut.
Und dann kriegen die direkt auch ein Geschenk, ein mittleres Geschenk Weizen. Da haben wir ja im Moment noch mehr als genug. Ja, und wie ich befürchtet habe, Sardes beginnt eine Invasion in 9 Monaten. Wir haben noch keine Soldaten. Ja, und Athen ist dankbar für den Weizen. Gern geschehen. Aber wir haben ja hier die 2 Kompanien Spartaner und wir haben den Drachen. Ja, und wir haben auch schon jede Menge Fußvolk in unserem Stadtpalast hier. Da sehen wir die ganzen Standarten. Wir versuchen mal, dass wir den Angriff so schaffen. Und dann sollten wir auch dann schnell anfangen, unsere gehobenen Wohnungen zu etablieren. So, der erste Marmor ist schon im Warenlager. Sehr gut. Und wir haben vergessen, ein Warenlager für die Oliven zu bauen. Tja, die Tribute können wir nicht entgegennehmen, die 10 Krüge mit Oliven, das ist schade. Naja, gut. Ich werde jetzt erstmal hier auf der Agora des 2. Wohngebiets den Lebensmittelhändler aufbauen. Dann können die schon mal hier mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Und dann bauen wir hier aber auch schon die Klinik auf. Na, so. Ja, vielleicht sollten wir unsere Stadt etwas befestigen. Oh, Athen gewährt uns Marmor. 18 Marmorplatten. Vielen Dank. Ja, und bevor wir hier was befestigen, bauen wir doch erstmal das Heiligtum des Hephaistos. So, dann Schmiede des Hephaistos. Jetzt müssen wir gucken, ob wir es richtig aufgebaut haben, oder so würde ich es bauen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es richtig oder falsch rum ist. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt das Heiligtum hier richtig gebaut habe. Wir bauen noch eine zweite Kunsthandwerkergilde, dann geht das doch hier noch ein bisschen schneller. Ja, und ich möchte gerne meine Aus- und Eingänge der Stadt befestigen. Dafür gehe ich mal kurz in den Pausenmodus wieder. Unsere Stadt wird ja hier durch diese Felsplateaus zu 3 Seiten ja geschützt. Das heißt, ich brauche tatsächlich nur die Ein- und Ausgänge zu befestigen. Und dann werden wir mal hier schon mal ein Stadttor bauen. Das kann hier hin. Ja, so. Dann brauchen wir nur hier eine Mauer. So, dann bauen wir das so. Ja. Gut, und dann können wir hier 2 Türme noch errichten, nämlich hier und hier. Gut, dann haben wir den Bereich doch schon mal gesichert. So, und ich gehe davon aus, dass ja Sardes uns mit Schiffen angreift. Oh, Marathon wird angegriffen. Das ist nicht so gut. Wann werden sie angegriffen? In 8 Monaten. Okay, später. Wir werden jetzt erstmal diesen Angriff hier verteidigen müssen. Ja, und sie werden von Osten her hier unsere Stadt entsprechend ansteuern. Von daher gehe ich davon aus, dass hier der Kampf stattfinden wird. So viel zur Theorie. Ja, und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden diesen Kampf hier bestreiten und werden dann unsere Spartaner nach Marathon schicken. So, und ich glaube, ich habe tatsächlich das Heiligtum des Hephaistos richtig rum platziert. Da bin ich jetzt ganz froh. Was brauchen wir denn überhaupt noch? 36 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Okay, gut. Holz müssen wir jetzt auch noch entsprechend einkaufen. Wie viel Marmor haben wir? 25. Okay, dann brauchen wir bald nicht mehr so viel. Dann würde ich nämlich Folgendes machen. Dann soll uns Athen doch nochmal Marmor schicken. Kriege dafür nochmal ein mittleres Geschenk Weizen.
Und dann brauchen wir nämlich keinen Marmor mehr einzukaufen. Dafür werden wir jetzt bei Korinth auch keine Skulpturen mehr verkaufen. Die brauchen wir jetzt tatsächlich selber. So, und ja, wir müssen ja noch entsprechend ein Lagerhaus für Oliven entsprechend einrichten. Und ich werde jetzt hier so auch ein Produktionszentrum für unsere Olivenölproduktion einrichten. So, dann können wir nämlich hier schon mal das Warenlager aufbauen. Dieses Warenlager nimmt jetzt die Oliven auf, die wir als Tribut bekommen. 12 Einheiten und das gesamte Olivenöl, was wir produzieren. So, Arbeitsmarkt sieht gut aus. Ja, und wir haben Juni. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch keine Olivenpressen bauen müssen. Ja, später. Wir können euch nicht helfen, weil ich denke, wir können uns nicht freikaufen mit dieser Stadtkasse. Und außerdem möchte ich gerne kämpfen. Wer mich verehrt, von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. Ja, und auch Artemis ist erschienen, macht Werbung für ihr Heiligtum. Wir brauchen aber noch Holz. Das müssen wir hier bei Phönizia einkaufen. Was war es? 12 oder 16? Ich glaube 16 war es gewesen. Ich gucke aber nochmal. Nein, 12. Okay. Schnell nochmal korrigieren. So, und da kommt auch schon die neue Weizenernte. Das ist sehr gut. Ja, einen Monat haben wir noch, bis Sardes hier uns angreift. Zeit für ein Safe Game. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. So. Ihn hier können wir schon mal hier rüber stellen. So. So, und das andere Fußvolk können wir auch schon positionieren. So. Und dann sollten wir die auch schon mal rufen, oder? Jawohl. So, wichtig ist, ja, das wissen wir, wenn wir diesen Button drücken, werden nur unsere Soldaten und Fußvolk der Stadt gerufen, nicht unsere mythologischen Soldaten. Also wenn wir jetzt hier unsere Spartaner platzieren wollen, müssen wir das so machen. So. Können hier hin. Und die muss ich tatsächlich hier über die Lupe beim Militär aktiv anklicken. So. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Feind in die Flucht schlagen können. Ja, und es beginnt auch schon und wir können uns auch nicht freikaufen. Wir haben nicht genug Geld. Das heißt, wir müssen die Stadt kämpfend verteidigen. So, und wir kriegen auch nochmal den Marmor von Athen. Wunderbar. Vielen Dank. So, wo greifen Sie an? Ja, wie ich es vermutet habe. Dann positionieren wir das nochmal hier ein bisschen. So, und hier kommt alle hier hin. So, und dann greifen sie jetzt an. Türme schießen schon und auch unser Fußvolk wirft mit Steinen. Und da kommen jetzt unsere Spartaner. Die können hier direkt angreifen.
So, unser Drache wäre jetzt mal nicht schlecht hier. Wo ist der denn? Ja, Athen ist dankbar für den Weizen, gern geschehen. Ja, das sieht aber ganz gut aus hier. So, kommt Spartaner, ihr müsst mal hier helfen. Wir haben die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Wunderbar. So, da versucht noch ein Perser unseren Turm anzugreifen. Naja. Er ist Geschichte. Wunderbar. So, wir schicken unsere Soldaten zurück. Ja, und die Spartaner müssen wir jetzt zum Schutz nach Marathon schicken. Ja, die sind ein bisschen dezimiert, macht aber nichts. Schicken wir los. Macht mal das Beste daraus. Ja, den ersten Kampf erfolgreich gemeistert. So, Holz brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Ja, 3 Skulpturen haben wir, das ist sehr schön. Das Tempelgebäude ist auch schon bald aufgebaut hier. Ja, Arbeitsmarkt sieht im Moment noch bedrohlich aus, aber unser Fußvolk ist ja auf dem Weg zu ihren Heimstätten. Das sollte sich gleich hier ändern. Wir können aber hier unserer Bevölkerung im zweiten Wohngebiet mal etwas Kultur gönnen, indem wir ein Gymnasium bauen. Wo bauen wir das eigentlich hin? So. Ich muss mal eben kurz gucken. Ah, so wird es gebaut. Okay. Dann kommt das so. Und hier kommt noch das Steuerbüro hin. Stelle ich gerade fest. So. Ja, sehr gut. Ja, komm, dann bauen wir hier auch noch die Parzellen aus. So, ich lasse die Standarten jetzt hier so stehen. Wir werden bestimmt von Sardes nochmal angegriffen. Und dann haben wir hier unser Fußvolk schon entsprechend stationiert. So, können wir hier auch nochmal Parzellen bauen. Das reicht jetzt erstmal. So, Jahresanfang. Jetzt können wir endlich unsere 10 Krüge mit Oliven annehmen. Sehr schön. Und dann bauen wir auch direkt 2 Olivenpressen hier auf. Ja, und dann sollten wir aber auch schon den Handelsposten von Olympia bauen, der hier hin kann. Und dann können wir nämlich hier Oliven auch einkaufen. So. Ja, und ich würde Olivenöl jetzt gerne auch direkt verkaufen. Das können wir wo verkaufen? Bei Korinth. Sehr gut. Dann verkaufen wir hier unsere 12 Einheiten. Mehr wird hier nicht gekauft. Das ist nicht so schlimm. Stadtkasse sieht nicht ganz so prickelnd aus. Ja, wir brauchen auch jetzt keine Wolle mehr einkaufen erstmal. Ja, da haben wir jetzt hier 12 drinnen. Und wir brauchen ja hier auch noch ein Warenlager. Das kann hier hin. Das kann jetzt auch etwas Wolle fordern. Hier auch 12 Einheiten, haben wir das super eingestellt, passt das doch gut. So, Skulpturen werden schon hier zu unserem Heiligtum gebracht. Bald haben wir hier tatsächlich das Heiligtum schon fertiggestellt. Super. Und dann können wir auch Skulpturen schon wieder verkaufen. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass Marathon uns mehr schätzt. Unsere Spartaner haben die Stadt beschützen können. Sehr gut. Ist doch eine ganz schön starke Truppe hier, unsere Spartaner.
So, bei diesem Silo sollten wir aber auch mal einstellen, dass Weizen gefordert werden kann. Auch so 12 Einheiten. Wenn wir jetzt hier unsere Wohngebäude weiterentwickeln wollen. So, wenn das Heiligtum gleich fertiggestellt ist, brauchen wir noch Mitarbeiter. Deswegen parzelliere ich jetzt dieses Wohngebiet hier auch einmal komplett. Wir wollen ja auch dann Gießereien auch bauen. Wer mich verehrt, von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. Ja, und wie ich befürchtet habe, Sardes beginnt eine weitere Invasion. Und die siegreichen Krieger kehren zurück, na Gott sei Dank. So, und ich hoffe mal, dass jetzt hier unser Drache uns auch mal hilft. Und wenn das Heiligtum fertiggestellt ist, kann uns Hephaistos auch Talos, das Wesen aus Bronze, zur Verfügung stellen, welches dann unsere Stadt beschützt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Die letzte Skulptur ist auf dem Weg zu unserem Heiligtum. Wir können jetzt wieder hier Skulpturen bei Korinth auch verkaufen, weil die bringen nämlich richtig viel Geld. Unsere Stadtkasse ist wirklich recht mager hier. Dafür ist die Gesundheit perfekt, das ist ja auch nicht schlecht. Und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Sparta. Ja, und die letzte Ladung Marmor für unseren Altar wird zum Heiligtum gebracht. Wunderbar. Dann haben wir Talos gleich auch, der unsere Stadt beschützen kann. Ja, das Heiligtum ist in Betrieb und wir haben jetzt hier an den 4 Ecken unsere kupfererzhaltige Gesteine. So, das heißt, wir müssen hier aber eine Verbindung noch zu diesen Gesteinsvorkommen herstellen, damit da unsere Mitarbeiter aus den Gießereien arbeiten können. Aber hier möchte ich eigentlich gerne Alleen haben. Geht das? So. Ja. Und hier müssen wir natürlich auch machen, sonst kommen die ja nicht dran. Das machen wir so. Das passt doch. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier nämlich die Gießereien bauen. Die sind jetzt freigeschaltet. 2 maximal. Sonst haben wir hier nicht die entsprechenden Ressourcen, um mehrere Gießereien zu bewirtschaften. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Es ändert sich ja. Es wandern ja noch neue Bürger ein. So, und da sehen wir jetzt, wie unsere Mitarbeiter zu den entsprechenden Vorkommen gehen und das Kupfer abbauen. So, dann bauen wir hier aber noch einen Architekten auf. Ja, sehr gut. Das funktioniert. Das gefällt mir. Ja, und wir dürfen natürlich hier nicht verbauen. Diese Bereiche hier, sonst müssen die einen ziemlichen Umweg gehen, nämlich hier diese Wege. Dann werden wir nachher Parkanlagen bauen. Ich glaube, das sollte jetzt kein Problem sein. So, dann bauen wir noch 2 Olivenölpressen. Die können hier hin. Dann haben wir, glaube ich, hier auch genug. Ja, und jetzt sehen wir, dass Sardes in einem Monat wieder uns angreifen wird, wieder ein Safe Game machen und Marathon schenkt uns Wein. Und das ist aber nett. 14 Amphoren Wein. Ja, machen wir mal hier das Warenlager, wo wir Marmor haben, frei für Wein. Wo ist er? Da unten. Sehr gut. So, und hier haben wir noch weitere Fußvolk-Kompanien. Die können natürlich jetzt auch hierhin. Na, haben wir das nicht geklappt? Und natürlich hier unsere Spartaner.
So, und auch direkt wieder rufen. So, wenn wir jetzt hier bei Hephaistos mal das Heiligtum anklicken. Wir beten zu ihm. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, wunderbar. Da haben wir schon Talos. Ich hoffe, er geht gleich in die richtige Richtung. Denn wir werden ja wieder hier angegriffen. Vielleicht sollten wir hier noch einen Turm bauen. Naja, jetzt müssen wir erstmal die Stadt wieder kämpfend verteidigen. Und jetzt wird Thermopylae angegriffen. Auch später. Und wir nehmen den Wein an, den Marathon uns schenkt. Dankeschön. So, ihr könnt mal ein bisschen weiter hier rüber. So, ihr kommt ja auch mal ein bisschen rüber. So, Sardes beginnt schon die Invasion. Oh, diesmal sind sie hier. Noch vor den Mauern unserer Stadt. So, ihr müsst auch kommen hier. So. Oh, das ist ja nicht schlecht. Dann müssen die jetzt erstmal hier entsprechend sich durcharbeiten durch unsere Mauer. So, dann können hier schon mal die Spartaner entsprechend angreifen. Oh, da kommt schon Talos. Das ist gut. Ja, da geht es jetzt richtig rund. So, unser Drache lässt sich nicht blicken. Sardes fordert Wolle. Wie unverschämt. Verweigern wir natürlich. So, ihr könnt eigentlich auch hier kämpfen. So. Was ist mit euch? Greift mal hier an. Großes Kampfgetümmel hier und Talos schwingt hier sein Schwert ist es, ne? Ja. Sardes schätzt uns weniger, ja, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Dafür liebt uns Marathon. Und wir haben die Invasionsstreitkräfte wieder vernichtend geschlagen, das ist sehr gut. So, dann schicken wir wieder alle zurück. Olympia zahlt sein Tribut, nehmen wir an. So, ihr könnt zurück alle. Tja, bei den Spartanern haben wir jetzt ein paar verloren. Ach, jetzt kommt der Drache. Das ist ja nett. Hätte auch ruhig ein bisschen früher kommen können, ne? Gut, wir müssen aber noch Thermopylae schützen. Das ist recht wenig. Ja, das nützt alles nichts. Wir schicken sie jetzt los. Vielleicht hilft es ja. So, wir bauen jetzt erstmal hier unsere Stadtverteidigung wieder auf. So, und dann baue ich dann doch jetzt hier noch einen Turm auf. Ja, der Arbeitsmarkt sieht soweit ganz gut aus. Wir müssen aber wieder Wolle einkaufen. Auch ein bisschen mehr jetzt, weil wir ja beide Lagerhäuser hier bedienen müssen mit Wolle. Dann können wir nämlich hier im zweiten Wohngebiet auch schon entsprechend den Wollhändler auf der Agora platzieren. Ja,
Arbeitsmarkt sieht soweit ganz gut aus, jetzt wo jetzt hier unser Wohngebiet mit Wolle versorgt wird, weil wir brauchen auch jetzt jede Menge Mitarbeiter, wenn wir jetzt das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen wollen. Ja, bevor wir mit dem Aufbau unseres Wohngebiets der gehobenen Wohnung beginnen, habe ich schon mal ein paar Vorplanungen gemacht. Wir sehen jetzt hier vor unserem Stadtpalast hier eine Fläche, die ich schon der Straße entsprechend vormarkiert habe. Hier kommt unser Stadion später hin. Und jetzt hier im Anschluss werden wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen planen. Da haben wir genug Platz. Werden hier auch auf den fruchtbaren Gebieten dann bauen. Wir haben ja genug Möglichkeiten, noch Weizen anzubauen. Ja, und hier werde ich jetzt ein Warenlager noch bauen, welches Olivenöl entsprechend fordern soll. So 12 Einheiten sollten reichen, dann können wir dieses Wohngebiet mit Olivenöl versorgen. Das braucht es nämlich jetzt. Ja, und später kann sich hier auch die Händler aus der Agora für das gehobene Wohngebiet sich versorgen. So, und Korinth kauft mehr Olivenöl, das trifft sich gut. Wir werden nämlich jetzt das Olivenöl mal nicht weiter verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch 2 Olivenpressen bauen können. Wir haben so viel Oliven hier. Also erstmal das Olivenöl nicht mehr verkaufen. Das war hier bei Korinth. Das brauchen wir jetzt erstmal für unsere Stadt. Arbeitsmarkt. Ja. Da können wir noch 2 Olivenpressen bauen. Da passt dann jetzt hier noch eine hin. Oh, wir kriegen noch mal Wein geschenkt. Nehmen wir an. Dankeschön. So, hier können wir noch eine hinbauen. Naja, 5 reichen, glaube ich, auch. So, Skulpturen sind gerade verkauft worden. Das trifft sich gut. Ja, hier können wir auch noch ein Warenlager bauen. Im zweiten Wohngebiet, das kann jetzt auch schon mal Olivenöl fordern. Gut. Ja, und ihr seht, wie viele neue Bürger jetzt hier im zweiten Wohngebiet schon einwandern. Wir brauchen aber auch jede Menge Mitarbeiter, wenn wir jetzt das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Dann beginnen wir mal hier die Straße zu bauen. So, und dann werden wir jetzt hier schon mal die Agora platzieren. Wir nehmen wieder 2 einfache Agoras. Mal gucken, dass wir das hier so schön mittig platzieren. Ist das so gut oder so? Ich glaube, es ist egal, ne? Ja, machen wir es so. Das ist gut. Ja, wie gesagt, die Agora bzw. die Händler hier können sich tatsächlich aus diesem Versorgungszentrum versorgen. Oder auch hier. Das ist jetzt eigentlich egal. So, und dann können wir hier schon mal Säulen bauen. Sehen wir doch mal, ob Ihre Stadt noch funktioniert, wenn sich Ihre Bürger in meinem Bann befinden. Ja, und Thermopylae schätzt uns mehr. Die Spartaner-Kompanien konnten tatsächlich die Stadt retten. Ja, und wir haben Dionysos hier, der uns angreift. Dionysos ist ja unser feindlicher Gott. Was sagt er denn? Sehen wir mal, ob ihre Stadt noch funktioniert, wenn sich die Menschen in meinem Bann befinden. Alle, die in ihrer Stadt einen Dienst versehen, werden ihn bald nur noch für mich allein versehen. Ach, wie unangenehm, wo ist er denn? Aha, da ist er. Naja, schauen wir mal, was uns da blüht. Ich baue jetzt hier erstmal meine Säulen auf. So, und dann brauchen wir auch noch Warenlager, nämlich für Waffen und
für Wein. Dann müssen wir die Straße einmal ganz kurz hier so bauen, sonst kommen unsere Händler nicht zu ihrem Versorgungszentrum. So, was macht Dionysos? Oh, Ares tyrannisiert Dionysos. Ah, da hat er ihn wohl vertrieben. Ja, und da sehen wir unseren Dionysos. Und im Gefolge hat er tatsächlich einige Bürger, die ihren Dienst getan haben und jetzt mit Dionysos verschwinden. Okay. Ich hoffe, das wird wieder mit neuen Mitarbeitern aufgefüllt. Dann wenden wir uns jetzt wieder unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Wir wollten ja hier Warenlager bauen. So und so. Dieses Warenlager kann den Wein jetzt entsprechend fordern. Da haben wir ja jetzt schon was. Oh, sagen wir mal 20 Einheiten. Und dieses Warenlager kann die Rüstungen annehmen. Da werden wir gleich mit der Rüstungsproduktion beginnen. So, dann können wir das jetzt hier hochführen. So, und dann müssen hier Sperren hin. So, und dann bauen wir schon mal hier natürlich Prachtstraßen und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Sehr schön. Und jetzt wird Athen angegriffen, später. Und Korinth schenkt uns Wolle. 10 Stränge Wolle nehmen wir an. Wunderbar. So, hier möchte ich jetzt meine Prachtstraßen schon mal bauen. So, das passt doch sehr schön. Und dann müssen wir allerdings hier einen Architekten auch errichten. Da bauen wir direkt hier 2 Stück. So. Gut, ja, und jetzt müssen wir das Wohngebiet mal hier weiter aufbauen. So, wie viele Spartaner haben wir denn überhaupt noch? Oh! Beide Kompanien sind vollzählig. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Komm, dann schicken wir die direkt nach Athen. So. Ihr beide könnt sofort los. Okay. Richtig viel zu tun hier. Das muss ich schon sagen. So, wir haben jetzt hier das Wohngebiet komplett jetzt mal geplant und Sardes beginnt schon wieder eine Invasion. Oh, wie nervig. Und wir haben unsere Soldaten nicht da. Ach du grüne Neune. Na, da bin ich ja mal gespannt und wir haben kein Geld, um uns freizukaufen. Das wird aber schwierig werden. Naja gut, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ja, und wir haben jede Menge Geld ausgegeben hier für die ganzen Prachtstraßen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, dass wir hier wieder genug Geld haben, um die ersten gehobenen Wohnungen zu platzieren. Ja, Olivenöl produzieren wir jetzt richtig gut. Da würde ich doch jetzt noch eine Olivenpresse bauen wollen. Ich kann hier hin. Ah ne, bauen wir sie hier hin. So. Ja, vielleicht sollten wir doch noch etwas Olivenöl jetzt verkaufen, alle Raubtiere fernhalten. um noch ein bisschen Geld zu generieren. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, wir sollten jetzt auch anfangen, Waffen zu produzieren. Dann würde ich jetzt schon mal 2 Waffenschmieden hier bauen. Gucken wir mal, ob wir genug Bronze überhaupt produzieren. Sardes fordert Olivenöl, verweigern wir. Also wer uns angreift und dann auch noch Waren fordert, das ist ja wirklich Unverschämtheit hier. So, vielleicht fordern wir einfach mal ein bisschen Geld hier von Athen. Da hätte ich jetzt gerne Geld. Und auch Marathon kann uns Geld schicken. Thermopylae ist ja auch ganz glücklich. Da können wir auch nochmal Geld fordern. Vielleicht können wir uns ja doch freikaufen.
Ja, Korinth möchte Sardes angreifen und bittet in den nächsten 8 Monaten um militärische Unterstützung. Da sage ich jetzt mal später. Und Sardes schätzt uns weniger, ja, das ist uns ja egal. Athen leidet Hunger. 16 Kisten Nahrung in 6 Monaten, das können wir schicken. Wir haben genug Nahrungsmittel. Jahresanfang Olympia zahlt wieder seinen Tribut. 10 Krüge Oliven, 9 können angenommen werden. Ja, ich glaube, Oliven haben wir wirklich mehr als genug. Ja, und unsere Waffenschmieden sind auch schon mit Bronze versorgt. Sehr gut. Die ersten Waffen können produziert werden. Ja, aber ich muss jetzt erstmal diesen Angriff von Sardes überstehen, um dann hier unsere gehobenen Wohnungen zu etablieren. Unsere Stadtkasse ist wirklich ein bisschen mau. Das ist wirklich nicht so gut. So, wir haben aber wieder ein paar Fußvolkkompanien wieder hier am unseren Stadtpalast. Die können wir auch schon mal wieder platzieren. Können dann hier mit hin. So. Türme haben wir, naja, und zur Not hätten wir auch noch den Drachen, wenn er uns dann mal hilft. Und wir könnten Hephaistos nochmal fragen, ob er uns Talos zur Verfügung steht. Ja, und Athen schätzt uns mehr. Die Nahrungsmittel sind angekommen, das ist schön. Athen gewährt uns Drachmen, 2000 Drachmen, das ist wunderbar. Oh ja, dann füllt sich unsere Stadtkasse hier. Ja, dann können wir doch auf der Agora schon mal bei den gehobenen Wohnungen die Händler aufbauen. Dann können die sich schon mal mit Nahrungsmitteln versorgen. Nein, das war verkehrt. So. Ja, 1 Monat Zeit haben wir noch. Wir machen ein Safe Game. Und dann schätzt uns Athen auch nochmal mehr, weil unsere Truppen erfolgreich waren. Und nochmal die Mitteilung, dass Korinth Sardes angreifen will. Später. Marathon gewährt uns nochmal 1000 Drachmen und Thermopylae auch. Also Geld haben wir jetzt genug. Wir machen den Safe Game. Ja, wir werden jetzt Folgendes ausprobieren. Wir versuchen jetzt mal den Kampf zu bestreiten. Wir werden nochmal hier zu Hephaistos beten. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Das ist nett. Vielen Dank. So, und dann probieren wir nochmal, ob wir nur mit Fußvolk und unseren mythologischen Wesen hier den Kampf gegen Sardes zu bestreiten. Wir rufen mal alle unsere Fußsoldaten und platzieren das hier nochmal ein bisschen mehr. Ja, und sollten wir das nicht schaffen, dann werden wir nochmal entsprechend das Safe Game laden. Oh, wir können uns auch nicht freikaufen, sehe ich gerade. Dann müssen wir die Stadt jetzt wirklich kämpfen, verteidigen. Wo sind sie? Da kommen sie. Ja, und Sardes beginnt die Invasion. Da sind sie jetzt durchgebrochen. Oh je, das wird, glaube ich, ganz schön schwierig werden. Wo bleiben denn jetzt hier Talos und auch der Drache? Naja, der Drache ist dort hinten. Die siegreichen Krieger kehren zurück. Und Thermopylae liebt uns. Sehr schön. So, dann könnt ihr hier auch direkt angreifen. Was für ein Kampf hier.
Wir haben tatsächlich die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Nur mit unserem Fußvolk. Oh, da machen sie sich von dannen. Das war ein ganz schöner Angriff hier gewesen. Aber mit einer großen Menge von Fußvolk schaffen wir das auch so. Sardes wird feindselig. Hallo, ihr habt uns gerade angegriffen. Was soll denn da noch feindseliger werden? Ich glaube das ja nicht. So, also ihr könnt wieder zurück. Ja, was ist mit dem Angriff auf Sardes, Korinth? Ja, komm, schicken wir die Spartaner noch los. Und dann reparieren wir erstmal hier die Mauer wieder. So, jetzt haben wir genug Geld und wir können unsere gehobenen Wohnungen endlich mal platzieren. Und Athen liebt uns. Das ist schön zu hören. So, dann gucken wir mal, ob wir hier entsprechend die gehobenen Wohnungen jetzt aufbauen können. Ob wir genug Attraktivität haben. Ja, haben wir. Da nicht mehr. Hier. Geht das? Okay, dann brauchen wir, glaube ich, mal ein Denkmal. Das passt so hier hin. Oder nein, hier machen wir einen Fischteich. Das finde ich schöner. So. Und dann sollte eigentlich das jetzt hier funktionieren. Das dauert immer eine Zeit. So. Jetzt, ja. Und hier geht es auch. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. Dann haben wir jetzt schon mal 8 gehobene Wohnungen. Und wir brauchen natürlich jetzt Kultur. Schön, dass uns Korinth liebt. So, wir brauchen ein Theater. Und das kommt hier oben hin. Genau so. Dann brauchen wir Gymnasien. 2 Stück. Das passt auch sehr schön. Und dann möchte ich aber hier eine Straße rausziehen. Mit einer Sperre versehen. Warum? Wir werden später hier unsere Pferdehöfe bauen. Und da müssen wir natürlich eine Straße rausziehen. Das gleiche machen wir hier auch. Das müssen wir aber dann etwas anders machen. Hier muss natürlich die Sperre hier hin. So. Nämlich so muss es gebaut werden. Oh, Thermopylae schenkt Fisch. 12 Körbe Fisch. Nehmen wir an. Vielen Dank. So, dann können wir hier die Allee bauen. Das sollte hier hinpassen. Na komm. Okay, will nicht. Machen wir Folgendes. Bauen wir hier eine Bank hin. Da sind wir ja flexibel. So, und dann müssen die Sperren aber auch so gebaut werden, weil sonst laufen unsere Athleten an der verkehrten Straße entlang. So, wir brauchen aber auch noch Podien. So, dann hier ein Podium hin und hier. So, Gesundheit nimmt ab. Naja gut, gucken wir mal, woran das liegt. So, dann brauchen wir natürlich eine weitere Philosophenschule. Die kann dann hier hin. Nein, wo kommt die denn jetzt hin? Ah. Oh, wir kriegen Olivenöl geschenkt von Athen, nehmen wir an. Hier kommt sie hin. Okay, so. Und dann brauchen wir noch 2 Schauspielschulen. Dann kann eine tatsächlich hier hin und natürlich hier hin. Sehr gut. So, wir benötigen Mitarbeiter. Okay, wie viel brauchen wir denn? 8. Naja, gut. Ja, und wir haben die Waffenschmieden hier natürlich gut platziert, weil hier Hephaistos Waffenschmieden ja segnet, die dann produktiver sind.
Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis hier auch die Kultur entsprechend mit Wer den mich verehrt, von Dienstleistern dessen Stadt werde versorgt ich sind. alle Raubtiere fernhalten. Ja, und wir haben zwar jetzt hier entsprechend ja das zweite Heiligtum gebaut, aber ich glaube, ich werde in dieser Episode schon ein drittes bauen. Ich möchte gerne den Tiergarten der Artemis bauen, da diese ja 2 Kompanien Amazonenkämpferinnen beherbergen. Und das finde ich, glaube ich, hier noch ganz passend. So, dann brauchen wir hier aber ganz dringend ein Steuerbüro. Das kann hier in die Mitte. Ja. Dann möchte ich noch einen Fischteich bauen. Sehr schön. Und dann passen hier nämlich noch Denkmäler hin. Die können wir auch direkt bauen. Wir haben ja genug. Na, also wenn das nicht schick ist, weiß ich es nicht. So, Kultur ist jetzt auch auf jeden Fall auf dieser Seite hier angekommen und unsere gehobenen Wohnungen entwickeln sich weiter. So, dieses Wohngebiet braucht noch ein Podium. Das können wir jetzt auch errichten. Nein, das war verkehrt. Da kommt ja später das Theater hin. Wo haben wir jetzt das Podium hin? Ich glaube hier, ne? Ja. Ja, so muss das Wohngebiet aussehen, der gehobenen Wohnungen. Sehr schön. Und hier haben wir die Möglichkeit, später auch nochmal gehobene Wohnungen zu etablieren. Das wird ein richtig großes Viertel hier, wo wir unsere Krieger ausbilden. So, hier können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. Wir können Bänke hin und dann noch Parkanlagen. So. Ja. Sehr schön. Gut, das kann sich jetzt erstmal entwickeln. Das Wichtigste ist jetzt tatsächlich Waffen, die wir hier zur Verfügung stellen müssen. Und ich glaube, ich baue noch eine Waffenschmiede. Da passt hier jetzt noch eine hin. Ja, ich denke mir mal, das können wir so bauen. Ja, wir haben schon wieder Jahresanfang. Olympia gibt uns wieder die 10 Krüge Oliven. Ja, bauen wir hier noch eine Waffenschmiede hin. So, und die Silos können jetzt ein bisschen mehr Weizen mal fordern. Machen wir mal auf 20. Gut, ja, und dann würde ich sagen, kaufen wir schon mal ein bisschen Marmor ein, beziehungsweise Athen liebt uns ja, die können schon mal uns Marmor zur Verfügung geben, damit wir den Tiergarten der Artemis schon errichten können. Was brauchen wir dafür? 20 Marmorplatten. Okay. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Oh, wir waren erfolgreich gewesen. Ja, wir haben Sardis dann jetzt entsprechend bezwungen. Das heißt, da brauchen wir jetzt keine Angriffe mehr zu erwarten. Hoffentlich zumindest. Dann können wir doch schon mal hier Denkmäler bauen. Und zwar Siegesdenkmäler. So, jetzt hoffe ich nur, dass man hier dran kommt an das kupferhaltige Erz. Ansonsten muss ich das so bauen, dass ich hier eine Straße hinbaue, nämlich so. Dann müssten die eigentlich da noch dran kommen. Gucken wir mal. Ah ja, da geht er jetzt hin. Das war ein kleiner Umweg, den er gehen muss, aber das kann er jetzt entsprechend nutzen hier. Ja, sehr gut. Ach ja, das sieht doch fantastisch aus. Ich bin schwer begeistert.
Ja, und Waffen werden hier auch gut entsprechend zur Verfügung gestellt. Nur noch dieses Wohnhaus braucht Waffen. So, die brauchen auch jetzt Zugang zur Kultur. Das heißt, wir werden gleich unser Stadion bauen. Und wir nehmen die 18 Marmorplatten an, die uns Athen gewährt. Sehr schön. Dann müssten wir eigentlich alles für den Tiergarten der Artemis haben. So, und hier haben wir doch jetzt einen tollen Platz für unser drittes Heiligtum. Mal drehen. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgedreht. Das passt nämlich hier genau rein. Aber wir machen hier noch ein bisschen mehr Platz für Verschönerung. So, ja. Und auch noch richtig rumgebaut. Das freut mich. Können wir die Straße hier rumführen. So, ja. Dann machen wir aber hier noch Sperren hin. Ja, und dann kann doch da jetzt hier fleißig gebaut werden. Holz haben wir hier auch noch im Pier von Phönizia. Und Athen verkauft weniger Marmor. Oh. Okay, nur noch 24. Na ja, gut. Das ist ja nicht ganz so dramatisch. Ja, und wir sollten aber definitiv noch weitere Weizenfarmen bauen. Wenn ich es sehe, wir haben Mai. Ja, und hier die Silos. Doch, es geht eigentlich, aber Arbeitsmarkt gibt noch ein paar Weizenfarmen her. Dann können wir doch auch noch welche bauen. Nur 3 Stück. So. Und dann kann hier die Sperre hin. Ja, und das ist mir bewusst. Na, das war verkehrt. Ach Mann. Verklickt. Da muss sie hin. Ja, dieses zweite Wohngebiet hat sich auch gut entwickelt. Wandern jede Menge neue Bürger ein. Und wir kriegen nochmal Wolle geschenkt von Korinth. 18 Stränge, aber unsere Warenlager sind alle voll. Da werden wir jetzt mal den Einkauf von Wolle stoppen. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen höher. 20. Und hier auch. Und wir haben mittlerweile 3000 Einwohner in Sparta. So, was brauchen wir denn für das Heiligtum von Artemis noch? 59 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Naja, die Skulpturen können wir erstmal noch verkaufen, das dauert ja noch ein bisschen. So, wir haben 8 Holzbretter. Kaufen wir nochmal 12 ein, das passt. So, jetzt können wir die Wolle annehmen, Dankeschön. Wer mich verehrt, dessen Stadt werde ich beschützen und dessen Kranke werde ich heilen. Ja, Apoll, für dich baue ich jetzt kein Heiligtum. Aber wir bauen ein Stadion, weil wir können dann hier unsere gehobene Wohnung weiterentwickeln. Wie sehen unsere Ziele eigentlich aus? Ja, wir müssen Wolle ja noch zur Verfügung stellen. Für die Kolonie und auch die Weizengaben. Das machen wir ganz zum Schluss. Ja, und wir sehen, dass wir noch nicht die 80 Personen in einer Wohnung der Kategorie Wohnsitz haben. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, ob noch welche einwandern. Gucke ich mal eben. Das ist 10. Eigentlich müsste das hiermit funktionieren. In jedem Wohnsitz wohnen 10.
Müsste doch eigentlich 80 sein, verstehe ich nicht. Ah, hier fehlen noch 4. Okay. Ja, dann können wir aber trotzdem das Stadion bauen, dann können die sich hier auch schon mal weiterentwickeln. Wir haben ja dann auch Wein. Okay, bauen wir das Stadion hier rein. Das würde sogar so passen. Oder so. Was machen wir? Ah, machen wir es so. Dann brauchen wir aber hier einen Architekten, definitiv. So, wir können jetzt hier das so rumbauen. Und dann müssen wir einen Architekten aber hier etablieren. Bauen wir direkt 2. Und dann machen wir hier noch entsprechend Säulen. Das sieht schick aus. Und hier machen wir ein Gartenhaus und 2 Blumengärten hin. Fantastisch. Das gefällt mir. Ja, und ihr seht schon, wie sich hier unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Da passen nämlich jetzt 4 Hopliten rein in der Villa. Und die brauchen natürlich jetzt Pferde. Das werden wir aber jetzt in dieser Episode nicht machen. So, wir könnten nochmal Athen um Marmor bitten. So, dann können wir hier doch auch nochmal Denkmäler setzen, ein bisschen verschönern. Ach, das gefällt mir. Heckenlabyrinthe und Parkanlagen. Ich sollte natürlich jetzt nicht so viel Geld jetzt hier verschwenden. Und ein bisschen verschönern kann man ja wohl jetzt hier. So, wie sieht denn die Nahrungsmittelversorgung aus? Ja, wir produzieren mehr als genug. Gut. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. 5 Arbeiter werden benötigt. So, Skulpturen verkaufen wir jetzt nicht mehr. Die brauchen wir jetzt. So, und ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Bronze. Wir können ja hier bei Phönizia auch noch Bronze einkaufen. Nochmal so 6 Einheiten jeweils immer. Dann machen wir 8. So, da wird jetzt viel Geld gerade jetzt hier ausgegeben. So, wir haben 20 Holzbretter, das können wir schon mal wieder stoppen, den Einkauf. So, und dann ja, müssen wir erstmal warten, dass wir hier unser Heiligtum entsprechend fertigstellen können. So, und wir haben ja noch den Handelsposten von Marathon. Was können wir eigentlich mit Marathon handeln? Kauft Wolle und Rüstung. Okay, und verkauft Weizen und Wein. Wir könnten, wenn wir hier genug Rüstungen entsprechend bei unseren gehobenen Wohnungen verteilt haben, auch diese verkaufen. Das wäre gar nicht schlecht, aber ich glaube, jetzt brauchen wir es erstmal nicht. Sardes fordert Wolle, verweigern wir. Und wir kriegen nochmal 12 Marmorplatten von Athen. Das ist sehr schön. So. Das bauen wir so. Nein, so wollte ich es nicht bauen. So wollte ich es bauen. So. Dann können wir nämlich hier raus, um hier noch Weizenfarmen zu bauen. Und dann gucke ich mal, wie wir die Pferdehöfe
platzieren. Drehen wir die dann doch. Machen wir das so. Ich glaube, so ist es nicht schlecht, ne? Gucke ich mal. Das müsste doch passen, oder? Ja. Ja, das passt doch wunderbar. Ach, dann bauen wir doch schon einen Pferdehof. Und dann baue ich hier... Ja, das interessiert uns nicht. Dann bauen wir hier auch noch mal 2 Weizenfarmen. Dann können nämlich hier die Pferdehöfe sofort versorgt werden mit Weizen. Ja, nehmen wir an, unsere Tribute. Super. Und hier würde ja auch noch ein Pferdehof hinpassen, oder? Brauchen ja immer 2 Pferdehöfe. Ja, ich bin schwer begeistert, wie toll das hier passt. Wir brauchen allerdings hier einen Architekten. Ja, der passt da jetzt nicht hin, aber er passt hier hin. Ja. Gut. Ach, wie schön. Ja, dann sollten wir aber dieses Wohngebiet hier entsprechend jetzt mal weiterentwickeln. Hier brauchen wir den Ölhändler. Dann kann sich das weiterentwickeln. Hier brauchen wir allerdings auch Verschönerungen. Fischteich passt hier rein. Fantastisch. Ja, und das Olivenöl ist auch schon jetzt hier angekommen. Entwickelt sich super. Ja, wir müssen außenrum natürlich auch noch Verschönerungen durchführen, damit sich die Wohngebäude weiterentwickeln. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Ich denke, da kommen jetzt jede Menge neue Bürger. Und Sardes beginnt eine Invasion in 2 Monaten. Oh, wow. Ich dachte, wir hätten die Gefahr gebannt, nachdem wir mit Korinth hier Sardes entsprechend bekämpft haben. So, mittlerweile haben wir aber auch jetzt hier Hopliten, die uns zur Verfügung Wer mich stehen. verehrt, dessen Stadt werde ich beschützen und dessen Kranke werde ich heilen. Wir fragen nochmal Hephaistos, ob er uns Talos zur Verfügung stellt. Nein, diesmal nicht. Na gut. Wir haben ja auch genug Soldaten hier. Können wir schon mal hier unsere Spartaner wieder platzieren. Einen Monat Zeit haben wir noch. So, und dann rufen wir mal wieder unsere ganzen Soldaten. Oh ja, die Hopliten muss ich noch platzieren. So, und das müssen wir hier noch umsetzen. So, wir sollten unser Safe Game natürlich nicht vergessen und wir müssen natürlich unsere Spartaner auch in Bewegung setzen. Ja, diesmal könnten wir Sardes bestechen mit 3250 Drachmen, aber wir werden die Stadt kämpfen, verteidigen. Wir haben jetzt wirklich hier jede Menge an Soldaten. Da kommen sie wieder. So, sie sind angelandet. Und werden auch gebührend hier empfangen. Oh, wow. Guckt euch das an. Was für ein Steinhagel hier. Absolute Vernichtung hier. Genau, Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Naja. Da hat Sardes keine Chance mehr.
Sehr schön. Können wir alles zurückrufen. So, und hier unsere Spartaner können auch zurück. So, ihr könnt zurück. Ja, und wir haben auch schon die ersten Pferde im Pferdehof. Dann können wir jetzt auch der Agora, den Pferdeausbilder, hier aufbauen. Sehr schön. Sehen wir doch mal, ob Ihre Stadt noch funktioniert, wenn sich Ihre Bürger in meinem Bann befinden. Ja, und schon wieder greift uns Dionysos an. Wieder an der gleichen Stelle erscheint er. Ich hoffe mal, dass Ares ihn wieder entsprechend tyrannisieren wird. So, da ist er auf dem Vormarsch. Unser Dionysos, wo ist Ares? Oh je. Nein, Ares ist nicht da, obwohl da kommt er. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Komm, Ares. Ja, diesmal hilft uns Ares irgendwie nicht hier. Guckt euch an, was da ein Gefolge hinter Dionysos ist. Ja, und dann zieht er von dannen mit all den Bürgern, die er hier bekommen konnte. Oh, wir kriegen nochmal Wolle von Korinth geschenkt. Vielen Dank. Schaut euch das an. Und Ares konnte uns jetzt nicht helfen hier. Tja, das ist schade, aber ich hoffe, das wird jetzt schnell wieder entsprechend hier aufgefüllt. So, was fehlt uns denn hier beim Heiligtum von Artemis? Marmor. Ah, okay. Ich glaube, Athen kann uns keinen Marmor mehr zur Verfügung stellen. Oh doch. So, dann machen wir das doch. So, mittlerweile haben wir auch die 80 Personen in der Wohnung Wohnsitz. Wir können jetzt schon mal die Wolle verschicken. Wir könnten auch jetzt schon die Weizengarben verschicken, aber ich möchte erst das Heiligtum der Artemis fertiggestellt haben. So, jetzt müssten wir uns, glaube ich, aber wieder mal Wolle einkaufen hier. Nein, wo war das? Auch nicht. Dann war das hier. Ja. So, wir sehen hier, wie sich das Warenlager mit Waffen füllt. Also dieses Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat genug Waffen und Marathon schenkt uns Wein. Nehmen wir an, gerne. Wir können jetzt Waffen auch verkaufen. Dafür brauchen wir den Handelsposten von Marathon. Der kann hier hin. Und dann verkaufen wir auch dann Rüstungen. Ja, und Wein können wir dann beim Marathon auch kaufen. Aber da haben wir, glaube ich, mehr als genug. So, Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Ich glaube, ich baue noch mal eine Philosophenschule hier auf und auch noch mal eine Schauspielschule. So, dann können wir das hier nämlich verschönern mit Säulen. Bänken und Gartenhäuser. Sehr schön. Ja, dann können wir hier, glaube ich, noch Alleen bauen. Und wir kriegen nochmal 12 Platten Marmor. So, wie viele Platten haben wir jetzt insgesamt? 19 und wir brauchen 20. Ugh.
Da müssen wir nochmal etwas Marmor einkaufen. Aber ich glaube, das Tempelgebäude wird jetzt fertiggestellt. Jawohl. Und jetzt können erstmal die ganzen Skulpturen aufgestellt werden. Ja, Jahresanfang. Olympia zahlt wieder seine Oliven. Aber nicht alle. So viel Platz haben wir dann gar nicht. Ja, Olivenöl können wir wirklich relativ viel hier produzieren. Das ist gar nicht schlecht. Ja, in der Zwischenzeit, wo der Tempel der Artemis fertig gebaut wird, sichern wir noch die Stadt in diesem Bereich hier. Da bauen wir jetzt auch noch das Stadttor auf. So. Und natürlich die Mauern. So, und auch da bauen wir natürlich noch ein paar Türme auf. Auf jeden Fall hier am Eingang. Und hier möchte ich am Ende auch einen Turm haben. So. So, und dann bauen wir hier noch eine Prachtstraße. Ab hier bis hier. Dann entwickeln sich nämlich die beiden Wohngebäude nämlich auch. Und das sieht natürlich richtig schick aus hier. Ja, wir brauchen jetzt nur noch eine Skulptur und 4 Marmorplatten. Dann können wir den Verkauf von Skulpturen auch wieder starten. So, Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Ja, die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Und dann wird dieser jetzt auch fertiggestellt. Sehr gut. Wir benötigen zwar jetzt Mitarbeiter. Wie viel brauchen wir denn? So, machen wir mal hier auf hoch das Lohnniveau. Ja, und damit haben wir jetzt das dritte Heiligtum fertiggestellt, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir kommen zum Ende unserer Episode. So, wir brauchen jetzt nur noch die Weizengaben zur Verfügung zu stellen. Da müssen wir jetzt tatsächlich auf die Ernte warten, aber wir haben Juni. Das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Ja, und wir gucken uns nochmal hier unsere Stadt Sparta an, jetzt mit 3 Heiligtümern. Das finde ich sehr gut. Wenn ich jetzt hier den Tiergarten der Artemis anklicke, können wir zur Artemis beten, dann kriegen wir, glaube ich, Fleisch. Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Ach, sehr schön. Wo ist sie denn überhaupt? Gut, mal schauen, was sie dann jetzt macht. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir können keine Viehzucht hier betreiben und unsere Priester bedienen sich jetzt tatsächlich aus den Silos. Das heißt, wir haben hier einen stärkeren Verbrauch an Lebensmitteln. Da werden wir nachher nochmal mehr Weizenfarmen bauen, aber das brauchen wir jetzt im Moment nicht zu tun, weil wir jetzt allmählich unsere Episode abschließen können. So, bevor wir das machen, können wir die Kunsthandwerker-Gilden jetzt mal abreißen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Wer mich verehrt, dessen Stadt werde ich beschützen und dessen Kranke werde ich heilen. Ja, Apoll, vielleicht bauen wir in der nächsten Episode ein Heiligtum für dich. Ich baue jetzt erstmal noch ein Denkmal hier auf. Ach, das passt hier nicht so schön rein. Das ist doof. Dann bauen wir hier weiter Alleen. So. Machen wir das so. Oh, da sehen wir jetzt Artemis im Gefolge. Die Jäger aus dem Jagdhof, voll beladen mit Wild. Ach.
Ja, Artemis hat einen etwas seltsamen, nicht sehr weiblichen Gang, das muss man wirklich sagen. Etwas torkelig, aber egal. Ja, guck mal an, Silo ist schön voll mit Fleisch und der Weizen wird gerade geerntet. Jetzt können wir tatsächlich unsere Episode abschließen. Wir sammeln die 20 Weizengaben, verschicken die bzw. für unsere Kolonie zur Verfügung stellen und haben damit diese doch sehr anspruchsvolle Episode erfolgreich abgeschlossen. Die Perser werden mit eingekniffenen Schwänzen zurück nach Sardis gejagt. Ist es zu fassen, wie jämmerlich die Armee Athens ist? Konnte nicht einmal ihre eigene Stadt verteidigen. Sie hatte Glück, dass die persische Seestreitmacht so bemitleidenswert schwach und unfähig war, sonst hätten sie nie und nimmer bei Marathon gesiegt. Doch die Athener sind immer noch ein umtriebiges Volk. Wir haben gehört, dass sie Ränke schmieden und auf den ganzen Kykladen Allianzen bilden. Ganz Griechenland muss sich entscheiden und wer klug ist, entscheidet sich für uns. Bei der nächsten Episode unseres Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes gründen wir unsere Kolonie. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage bis bald. Euer Dominus.